Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um 7 typische Anfängerfehler, die viele in der Schneckenhaltung machen und wie du diese verhindern kannst. Ich selbst habe auch ein paar dieser Fehler gemacht und ich hoffe, dir wird dieses Video helfen. Der erste Fehler ist, wenn man sich am Anfang ein zu kleines Terrarium oder eine zu kleine Box holt. Viele Anfänger unterschätzen, wie viel Platz Schnecken brauchen, und Schnecken wollen natürlich viel Platz. Je größer sie werden, desto mehr. Und auf Amazon zum Beispiel, wenn man Schneckenterrarium eingibt, kommt ein kleines Terrarium aus Plastik. 39 mal 25 und mal 19, und das ist so ein Klappterrarium aus Plastik. Also am besten ist hier wirklich ein schon großes Terrarium zu holen oder eine Box, wo man die wirklich öffnen kann von oben oder von den Seiten beim Terrarium mit Öffnungen, Türen, und dass die Schnecken auch direkt viel Platz haben. Auch wenn ihr vielleicht noch kleine Schnecken holt, dann vielleicht eine Box, die auch schon ein bisschen größer ist, oder ein Terrarium, damit die Schnecken auch schön wachsen können. Denn je größer die Schnecke wird, desto größer muss auch das Terrarium sein, und ihr könnt ja nicht jetzt kleine Schnecken holen und dann denken, die bleiben klein, weil die ja auch wachsen. Am besten ist auch für kleine Schnecken so groß wie möglich, denn auch kleine Schnecken wollen viel herumkriechen und viel erkunden im Terrarium, und nur weil sie klein sind, heißt es ja nicht, dass sie nicht so viel Platz brauchen, weil die ja auch in der Natur unendlich viel Platz haben. Der nächste Fehler ist, das falsche Substrat zu wählen. Also Schnecken brauchen guten Substratboden, weil sie sich ja auch vergraben und sie legen da die Eier ab. Und es ist sehr schlecht, wenn da Dünger drin ist. Zum Beispiel in Blumenerde ist oft Dünger drin und den Schnecken schadet das. Deswegen ist es am besten, einfach neutrale Erde zu nehmen und mit Kalk die dann noch zu vermischen. Kokoshumus ist da zum Beispiel auch sehr gut. Oder auch unbehandelte Walderde, aber da müsst ihr aufpassen, dass da keine Bakterien mit reinkommen, also am besten vorher noch in die Tiefkühltruhe für mehrere Tage oder in den Backofen, damit die ganzen kleinen Tiere oder die Pestizide absterben. Noch ein Fehler, der leider öfters vorkommt, ist ein zu trockenes Klima. Schnecken brauchen es feucht, die brauchen wirklich eine hohe Luftfeuchtigkeit, um aktiv zu werden, und am besten ist es da wirklich regelmäßig zu sprühen, zu kontrollieren, dass es nicht zu trocken ist, damit die Schnecken auch nicht austrocknen. Da kann ich auch ganz gerne empfehlen, viel Moos ins Terrarium zu verteilen, weil das Moos auch die Luftfeuchtigkeit speichert. Wenn ihr da öfters mal drauf sprüht, merkt ihr das auch, dass es wirklich feucht bleibt und die Schnecken dadurch dann auch noch ein bisschen Feuchtigkeit wiedergewinnen können. Der nächste Fehler ist, dass kein Kalk angeboten wird im Terrarium oder in der Box, allgemein den Schnecken, weil die Schnecken Kalk wirklich zum Überleben brauchen. Die brauchen das für ihr Häuschen zum Aufbauen und auch noch für ihre Fortpflanzung, die Eierproduktion, für eigentlich alles. Deswegen müssen den Schnecken auf jeden Fall Eierschalen oder Sepiaschalen angeboten werden. Ein sehr ärgerlicher Fehler ist natürlich die Einzelhaltung von geselligen Schneckenarten. Die meisten Schneckenarten brauchen andere Schnecken von ihrer Art, und sie können nicht allein gehalten werden, vor allem auch kleinere Schneckenarten, aber auch größere, die brauchen andere Schnecken als Partner zum Beispiel oder einfach um aktiv zu werden. Zum Beispiel bei der Limicolaria-Art sieht man das sehr gut, dass die sehr sozial sind. Wenn zum Beispiel eine Schnecke stirbt in der Gruppe, sterben sogar manche, auch weil sie trauern um diese Schnecke, und so kann einen schon manchmal die ganze Gruppe absterben. Also ich würde immer sagen, bei den meisten Schneckenarten braucht man mehrere Schnecken, mindestens 3, bei den größeren Arten, bei den Limicolaria 6. Informiert euch im Internet, wie sozial, wie gesellig die Schnecken sind, und holt dann auch am besten so viele Schnecken, wie sie brauchen, um sich wohlzufühlen. Ja, und ein weiterer typischer Fehler ist, dass man Schnecken als Spielzeug für Kinder holt zum Beispiel, also dass die Kinder die Schnecken dann sehr oft hochheben oder tragen, und das ist für die Schnecken natürlich Stress. Ich bin sehr dafür, dass Schnecken für Kinder auch gehalten werden, weil die Kinder dadurch ins Ökosystem blicken können. Die können dadurch die Schnecken beobachten und viel lernen über die Natur. Aber man sollte da auch gucken, dass die Kinder Verantwortung übernehmen können und sich um die Schnecken kümmern. Und Schnecken sind Beobachtungstiere, und ich finde für Kinder auch sehr schöne Beobachtungstiere. Der nächste Fehler ist falsches Futter. Eigentlich kann man da nicht viel falsch machen, weil man eigentlich nur Salz und Gewürze vermeiden sollte, aber ich finde auch, man sollte auch abwechslungsreich füttern, also den Schnecken nicht nur jeden Tag das Gleiche anbieten, sondern auch mal unterschiedliche Sachen, und dass die Schnecken auch immer wieder was Unterschiedliches zu füttern haben. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen, und schreibt auch echt mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal ein paar dieser Fehler gemacht habt oder ob euch durch dieses Video neue Fehler aufgefallen sind, und abonniert mal gern meinen Kanal für neuen Schnecken-Content, und bis zum nächsten Video.